Willkommen zurück. Letzte Woche hatten wir Cabrios der Vergangenheit. BMW Z3 und Z4 sind wirklich großartig, aber heute stehen wir vor dem Cabrio der Zukunft. Und ich erkläre euch jetzt in diesem Video, warum der MG Cyberstar wirklich was Besonderes ist. Und um die wohl drängendste Frage gleich vorab zu beantworten, ja, das Auto stammt aus China. Doch es hat mich jetzt in den letzten 2 Wochen nicht nur zu BMW begleitet, sondern es hat mich vor allem wirklich auf ganzer Länge beeindruckt. Kein Elektroauto, das ich je gefahren bin, hat so viele Köpfe gedreht und so viel Aufmerksamkeit und so viel Begeisterung auf sich gezogen wie der MG Cyberstar. Und ja, das Auto ist jetzt kein Massenprodukt und mit Sicherheit auch Geschmackssache, doch es ist auch vor allem eines, und zwar richtig, richtig cool. Bevor wir einsteigen und eine Runde drehen, bleiben wir noch kurz beim Design. Denn ja, man kann es lieben oder hassen und viele Menschen hassen nach wie vor chinesische Elektroautos oder in diesem Fall Elektro-Cabrios. Doch rein objektiv betrachtet verdient der MG Cyberstar Respekt. Die Front ist ziemlich europäisch, doch das Heck habe ich so noch nie gesehen. Eine tolle LED-Leiste am Heck, interessante Pfeilanimationen und hier eine kleine Hommage an legendäre MG Roadster der Vergangenheit. Denn abseits vom Logo hat das Auto nichts mit der britischen Traditionsmarke zu tun. Und viele mögen sagen, eine Tragödie. Ich sage, das ist der Zahn der Zeit. Denn MG stellt hier ein richtig gutes und vor allem einzigartiges Elektroauto auf die Straße. Partytrick Nummer 1 gibt gleich einen ziemlich guten Eindruck, was einem im MG Cyberstar erwartet. Nämlich das Ganze ist von A bis Z ziemlich futuristisch. Ich sag's euch, das hat was. Lautlos, aber dennoch richtig schnell und ohne Dach durch die Landschaft Österreichs cruisen. Nach 2 Wochen im Cyberstar muss ich sagen, das Auto ist einfach richtig cool. Richtig cool, weil es eben aktuell nichts Vergleichbares gibt. Porsche laboriert seit Jahren an einem 718 oder einem Boxster Elektro. Und was ist bis jetzt? Nichts. Ich glaube, das Auto wird verschoben und die Chinesen machen es einfach. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass man das Auto jetzt 1:1 mit einem Porsche vergleichen kann. Natürlich gibt es da einfach Differenzen, aber das Auto macht genau das, wofür es gebaut worden ist. Es macht Elektromobilität immer emotionaler. Und genau das benötigt der gesamte Markt wirklich ziemlich dringend. Und ja, ich sage es jetzt zum 10. Mal auf meinem YouTube-Kanal, ich bin ziemlich groß und dementsprechend sieht es ziemlich lächerlich aus, wenn ich im Cyberstar fahre. Ich kann auch über die Scheibe gucken, aber ich bin mittlerweile als Autojournalist schon so viele Fahrzeuge gefahren, dass ich einfach darüber hinwegsehen kann und das Ganze aus der Sicht eines normal großen Menschen sehe. Und dann passt es wirklich perfekt. Selbst ich kann, und ich bin sehr viele lange Strecken gefahren in dem Auto, kann wirklich gut sitzen. Ja, man muss sich mal ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man sich richtig eingefunden hat im Auto, dann passt es echt ziemlich gut. Und ich wurde schon mehrmals darauf angesprochen, das Interieur ist ziemlich Corvette-like. Ich bin noch nie eine Corvette gefahren, doch es ist alles sehr zum Fahrer orientiert, sehr sportlich, sehr schön, aber hier kommt das große Manko. Die Bedienung ist wirklich ziemlich umständlich und ungewöhnlich, weil die gesamte Steuerung, Navigation, Multimedia und so weiter etc. basiert eigentlich fast alles auf diesen Tacho-Displays. Hier gibt es 3 an der Zahl und es ist einfach ziemlich mühsam, weil quasi auf der linken Seite dieses Tacho-Displays die ganze Musik spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hier, quasi hinter dem Blinkerhebel, kann ich Radioquelle, CarPlay und Navigation einstellen.
Und das ist einfach wahnsinnig unintuitiv. Ja, so ist es richtig. Habe ich jetzt einen Beifahrer oder eine Beifahrerin und sie möchte etwas an der Musik oder an der Navigation ändern, kann sie das nicht, weil nur ich darauf zugreifen kann. Dann gibt es auf der rechten Seite ein, nennen wir es Energie-Info-Display. Da ist die Übersetzung zum Teil etwas eigenartig. Also der Menüpunkt Laden beschreibt nicht das Laden, es erklärt den Ladezustand des Fahrzeugs. Da merkt man, dass da irgendwo in der Übersetzung entweder aus dem Chinesischen oder Englischen irgendwas schiefgegangen ist. Und dann hier unten haben wir wieder eine sehr anscheinend amerikanische Anordnung der Gangwahlhebel und daneben ein Display, natürlich wieder Touch, klar, für Klimafunktionen, Fahrfunktionen, Ambientebeleuchtung und vor allem Assistenzsysteme. Und hier kommen wir zu einem daraus resultierenden Negativpunkt. Wenn man das obligatorische Prozedere ausschalten möchte, das heißt Spurhalteassistent aus und natürlich Tempolimit-Warner aus, dann muss man zuerst vom Klimamenü in das Fahrzeugmenü, dann wischen, bis ich zu MG Pilot komme, dann drauf touchen und dann intelligente Übergeschwindigkeitswarnung ausschalten und dann runtergehen und Spurhalteassistent ausschalten und dann das bestätigen. Das sind einfach einige Schritte zu viel. Wie gesagt, das Auto ist nicht perfekt, aber für das, was es gebaut ist, nämlich Fahrspaß, elektrischen Fahrspaß, ist es ziemlich gut. Wir fahren hier den MG Cyberstar GT. Das heißt, wir haben etwas über 500 PS, ich glaube 502 PS, Allradantrieb, also 2 Elektromotoren und eine 77 Kilowattstunden große Batterie. Das sorgt am Papier für eine Reichweite von etwas über 500 Kilometer, muss ich sagen, habe ich nie erreicht, aber auch aufgrund dessen, weil ich ziemlich viel Autobahn gefahren bin und so ein 500 PS Elektro-Cabrio natürlich zum Schnellfahren einlädt. Was hat man realistisch? Circa 350 Kilometer und selbst das reicht eigentlich für den alltäglichen, oder eben nicht für den alltäglichen, für den Wochenendausflug ins Weingebiet oder für den Kurztrip irgendwo hin oder mit Freunden an See, whatever, you name it. 300 Kilometer sind genug. Denn so ein MG Cyberstar ist natürlich nicht das Hauptauto. Das ist natürlich klar, das wissen die Ingenieure, das wisst ihr. Das wäre so ein, weiß ich nicht, Zweit- oder Drittauto und dementsprechend ist der Markt natürlich sehr klein. Aber das Auto wurde vor 2-3 Jahren auf einer Messe vorgestellt als Concept Car und die Begeisterung war so groß, dass MG einfach nichts anderes machen hat können, als das Auto in Serie zu bringen. Und Stichwort Begeisterung, da muss ich noch etwas weiter ausholen, denn egal ob in Wien, in München, in Stuttgart oder in Dörfern am Land, das Auto sorgt sowas von für Begeisterung. Kinder laufen fast auf die Straße, um es zu sehen. Erwachsene Menschen trauen ihren Augen nicht ganz, was das sein soll. Aber man bekommt nur positives Feedback. Diese Begeisterung und diese Aufmerksamkeit, das braucht MG auch. Denn das Hauptgeschäft der britisch-chinesischen Marke ist nicht der Cyberstar. Nein, das sind kompakte, preisgünstige Elektro- und Hybridautos, die ziemlich gut sind, aber die Marke MG kennen nur die wenigsten. Und wenn sie die Marke MG kennen, dann kennen sie von früher. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das MG von heute teilt sich mit dem MG von vor 50, 60, 70, 80 Jahren nur das Logo. Aber zurück zu den Hard Facts. Wir haben hier hinterm Lenkrad 2 Schaltpedals. Eines sorgt für die Steuerung der Rekuperation und eines wählt den Fahrmodus aus. Wir haben Komfort, einen Custom Mode und einen Sportmodus und dann gibt es noch den roten Knopf, den berühmten roten Knopf, der den Supersportmodus auslöst. Und dann
ist der Cyberstar so richtig schnell. Richtig scharf, macht alles noch mehr Spaß als schon im Komfortmodus. Es ist erstaunlich präzise, wenn auch etwas weich, wie ich finde, denn natürlich das Auto hat Gewicht. Es lenkt abseits davon wirklich fein ein. Ich brauche es euch nicht erklären, dass ein Elektromotor natürlich seine Leistung sofort abruft. Das kann auch ein Tesla. Aber im Gegensatz zum Tesla kann er nicht nur beschleunigen, sondern eben auch wirklich gut lenken, auf den Punkt genau bremsen und man kann das Fahrzeug wirklich toll positionieren. Wirklich Lob an das Ingenieursdepartment irgendwo zwischen England und Shanghai. Was auch geil ist, ist der Drehzahlmesser. Also der Powermeter oder wie man das heutzutage nennt, ist auf einer Skala von 1 bis 10 angeordnet. Das heißt, wenn ich Vollgas gebe, bin ich so nach dem Motto bei 10.000 Umdrehungen. Was natürlich nicht Umdrehungen sind, sondern ein Zehntel der Prozent der Leistungsabgabe. Bisschen kompliziert formuliert, heißt das einfach, wenn ich jetzt bei 2 bin, bei 2000 Umdrehungen, rufe ich 20% der Leistung ab. Und wenn ich Gas gebe, bin ich quasi fast im Drehzahlbegrenzer bei 80-90% Elektroleistung. Und ja, wir reden hier immerhin von über 500 PS. Um das Thema Fahren abzuschließen, gehen wir noch einmal kurz auf das Elektrothema zurück. Ja, die Reichweite von 350 Kilometern bei sportlicher Fahrweise sind in Ordnung, aber was nicht in Ordnung ist die Ladegeschwindigkeit. Ich habe jetzt oft geladen und oft an wirklich tollen Schnellladesäulen geladen, doch ich habe nie mehr Ladeleistung als 148, 49 kW rausbekommen und auch das nur für eine kurze Zeit. Das heißt, bei einem Ladestand von ca. 50% lädt man mit deutlich unter 100 Kilowatt, zumindest meinen Erfahrungsberichten zufolge, und das ist einfach zu wenig. Selbst MG gibt auf der Website eine Ladedauer von über einer halben Stunde an, von 10 auf 80%, und das ist für ein Auto, das so futuristisch aussieht, einfach zu wenig. Zurück im Innenraum reden wir mal wieder über die schönen Seiten, denn die Materialien sind echt alle ziemlich hochwertig. Die Sitze sind ziemlich angenehm, zwar aus Stoff, aber dennoch wirklich super komfortabel. Der Dachhimmel, wenn man so will, ist aus Alcantara. Die Ziernähte hier und die Armaturen aus Leder. Und das passt eigentlich alles ziemlich gut. Wirklich wichtig sind diese Klima-Shortcut-Tasten hier unter dem Touch-Display, so dass ich für die Temperaturänderung oder whatever nicht immer auf das Touch-Display zurückgreifen muss. Und wenn wir schon vom Touch-Display reden, muss ich leider nochmal die Kritikkeule rausholen, denn ich habe jetzt einige Male gemerkt, dass die Reaktionszeiten dieses Displays echt etwas zu wünschen übrig lassen. Auch da gilt wieder der Punkt, ja, das Auto ist zwar ein vollwertiges Straßenauto, aber dennoch merkt man, dass das eigentlich eine Harakiri-Idee war. Und auch dieses ganze Betriebssystem, diese ganze Displaylandschaft kommt in keinem anderen MG zum Vorschein. Das ist nur in diesem Cyberster verbaut. Und wenn wir uns mal vorstellen würden, dass die Volkswagen Group ein System für ein eigenes Auto oder für ein einzelnes Auto entwickelt, dann kann man sich auch mal vorstellen, dass alles nicht wie geschmiert läuft. Aber abseits davon, dass sich der Cyberster ab und zu etwas zu viel Zeit lässt bei der Menüführung, ist es wirklich erschreckend gut. Und ich sage, glaube ich, jetzt zum 5. Mal, es ist einfach ein gute Laune-Auto. Für Leute am Straßenrand, aber vor allem für mich. Fuck yeah. Es ist irre. Es fühlt sich einfach noch schneller an, wenn man den Fahrtwind spürt. Es ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, echt richtig cool. Ich war ziemlich traurig letzte Woche, als ich BMW Z3 und Z4 aus den 90er und 0er Jahren durch die Vorarlberger Alpen bewegt habe. Ich wurde schon echt nostalgisch und habe mir gedacht, rein 6-Zylinder Handschalter, wie geil kann das sein?
Ja, das ist immer noch geil, don't get me wrong. Aber ich muss sagen, so schlimm ist es wirklich nicht, sowas zu fahren. Es macht Spaß, es ist schnell, es ist am Zahn der Zeit. Das ist früher oder später einfach die Richtung, in die wir gehen. Wir alle können noch jahrzehntelang an der Vergangenheit hängen. Und ja, auch wenn ich noch jung bin, faszinieren mich Autos der 90er, 80er, 0er Jahre natürlich immer noch und werden mich immer faszinieren. Aber lasst uns doch alte Autos weiter wertschätzen, lieben und am Leben erhalten und moderne Autos, die die Zukunft sein werden, das ist ein Fakt, auch feiern und einfach so nehmen, wie sie kommen. Mit Technologieoffenheit und ohne Vorurteile genießen und erleben. Ich meine, holy fucking hell, das ist einfach geil. Es macht Spaß und wir sind viel zu ernst. Das Leben ist viel zu ernst, die Autos werden immer rationaler und das ist wieder mal ein Auto, was irrational ist. Und das ist perfekt so und dementsprechend sage ich danke MG und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.